Loyalität baut Imperien auf. Aber Verrat bringt sie zu Fall. In der Antike, einer Welt aus Bronze und Blut, konnte ein einziger Akt der Untreue das Schicksal von Millionen besiegeln. Ein geheimer Pfad, ein vergifteter Ratschlag, ein Dolch im Rücken des Freundes. Diese Taten erschütterten die Fundamente der Zivilisation. Heute reisen wir durch die Zeit, von den Schlachtfeldern Chinas bis in die Marmorhallen Roms. Wir enthüllen die 5 spektakulärsten Verräter der Antike, deren Namen bis heute als Warnung gelten. Wenn ihr bereit seid für die dunklen Seiten der Geschichte, lasst uns beginnen. Wir starten im Osten, China, Ende des 2. Jahrhunderts. Die mächtige Han-Dynastie zerfällt, das Land versinkt im Chaos der 3 Reiche. In dieser Ära war Macht das einzige Gesetz. Und niemand verkörperte den Opportunismus dieser Zeit besser als Lü Bu. Lü Bu galt als der furchterregendste Krieger seiner Zeit. Ein Titan auf dem Schlachtfeld. Doch seine Fähigkeiten wurden nur von seiner Gier übertroffen. Seinen ersten großen Verrat beging er an seinem eigenen Gönner und Adoptivvater, Ding Yuan. Warum? Weil ein rivalisierender Tyrann, Dong Zhuo, ihm ein besseres Angebot machte. Gold, Macht und das legendäre Pferd Roter Hase. Ohne zu zögern schlug Lü Bu zu und präsentierte Dong Zhuo den Kopf seines Mentors. Aber Loyalität, die man kauft, ist nie von Dauer. Nur wenige Jahre später verschwor sich Lü Bu gegen seinen neuen Adoptivvater Dong Zhuo. Diesmal ging es angeblich um eine Hofdame, aber in Wirklichkeit um Lü Bus eigene Ambitionen. Und wieder wechselte er die Seiten und ermordete den Tyrannen kaltblütig. Lü Bu wurde zum Inbegriff der Unberechenbarkeit. Er schloss Bündnisse, nur um sie Tage später zu brechen. Sein Ruf eilte ihm voraus. Sein Ende war passend. Als er schließlich vom Strategen Dao Cao gefangen genommen wurde, bot Lü Bu ihm seine Dienste an. Doch Dao Cao, der Lü Bus Geschichte kannte, lehnte ab und ließ ihn hinrichten. Ein Mann von unglaublichem Talent, zerstört durch seinen eigenen Mangel an Ehre. Von China reisen wir ins Herz der griechischen Welt. Unser Platz 4 ist vielleicht der charismatischste Mann auf dieser Liste. Alkibiades von Athen. Alkibiades hatte alles. Er war reich, außergewöhnlich gut aussehend, ein Schüler des Sokrates und ein brillanter Stratege. Er war Athens Golden Boy während des Peloponnesischen Krieges gegen Sparta. Doch sein Ego war größer als jede Liebe zu seiner Heimatstadt. Als er eine massive Expedition nach Sizilien anführen sollte, wurde er kurz vor der Abfahrt eines religiösen Frevels beschuldigt. Anstatt sich dem Prozess zu stellen, tat er das Undenkbare. Er lief zum Erzfeind Sparta über. Das allein wäre schon schlimm genug. Aber Alkibiades verriet Sparta alle militärischen Geheimnisse von Athen. Er gab ihnen den entscheidenden Rat, wie sie die Sizilien-Expedition zerschlagen konnten, was zu einem Desaster führte, bei dem Tausende Athener starben. Er gab Sparta den Schlüssel zum Sieg. Aber Alkibiades wäre nicht Alkibiades, wenn er auch nicht seine neuen Freunde verraten hätte. In Sparta begann er eine Affäre mit der Frau des Königs. Als das aufflog, musste er wieder fliehen, diesmal zum Persischen Reich. Dort beriet er die Perser, wie sie Athen und Sparta gegeneinander ausspielen konnten. Er war das politische Chamäleon, das seine Farben je nach Vorteil wechselte. Obwohl er später kurzzeitig nach Athen zurückkehrte, war sein Ruf ruiniert. Er starb im Exil, ermordet von Attentätern. Ein brillanter Geist, dessen Verrat die griechische Welt ins Klarust stürzte. Manchmal kommt der gefährlichste Verrat von denen, die man für Freunde hält. Das Römische Reich lernte diese Lektion auf brutalste Weise
im Jahr 9 nach Christus. Arminius war ein Prinz des germanischen Stammes der Cherusker. Als Kind wurde er nach Rom gebracht, erhielt eine römische Militärausbildung und wurde Offizier. Für Rom war er das Musterbeispiel eines zivilisierten Germanen. Der römische General Varus vertraute Arminius blind. Arminius war sein wichtigster Berater in Germanien. Was Varus nicht wusste: Arminius plante insgeheim eine massive Rebellion. Er nutzte sein Insiderwissen perfekt aus. Er überzeugte Varus mit 3 vollen Legionen, etwa 20.000 Elitensoldaten, durch den unwegsamen Teutoburger Wald zu marschieren. Es war eine Falle. Mitten im dichten Wald, bei strömendem Regen und auf schlammigem Boden, wo die römische Formation verwundbar war, gab Arminius das Signal. Er wandte sich gegen seine römischen Kameraden und führte eine riesige Allianz germanischer Stämme in einen Hinterhalt. Es war kein Kampf, es war ein Massaker. 3 Tage lang wurden die Legionen systematisch vernichtet. Der Schock dieses Verrats erschütterte Rom bis ins Mark. Kaiser Augustus soll gerufen haben: Varus, gib mir meine Legionen wieder. Arminius' Verrat stoppte Roms Expansion über den Rhein für immer und veränderte die Landkarte Europas. Jeder kennt die Geschichte der 300 Spartaner. Die ultimative Geschichte von Tapferkeit gegen eine überwältigende Übermacht. Aber kennt ihr den Mann, der ihren heldenhaften Stand erst notwendig machte? Wir sind im Jahr 480 vor Christus. Der persische Gottkönig Xerxes marschiert mit der größten Armee, die die Welt je gesehen hatte, in Griechenland ein. Am engen Pass der Thermopylen stellt sich ihnen eine kleine griechische Streitmacht entgegen, angeführt von König Leonidas von Sparta. Tagelang hielten die Griechen die Stellung. Die enge Schlucht machte die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser nutzlos. Welle um Welle persischer Elitekrieger zerschellte am Schildwall der Spartaner. Xerxes war verzweifelt. Doch dann trat ein Mann aus dem Schatten: Ephials. Ephials war kein Soldat. Er war ein einfacher Einheimischer, ein Hirte. Und er sah eine Chance, reich zu werden. Er schlich sich ins persische Lager und machte Xerxes ein Angebot. Gegen eine riesige Belohnung würde er den Persern einen geheimen Ziegenpfad zeigen, der die griechische Stellung umging. Xerxes stimmte sofort zu. In der Nacht führte Ephials die persischen Truppen über den Pfad. Im Morgengrauen erkannten Leonidas und seine Männer, dass sie umzingelt waren. Leonidas und seine 300 Spartaner blieben zurück, um den Rückzug zu decken. Sie kämpften bis zum letzten Mann. Ephials tat aus purer Gier, führte direkt zum Tod der tapfersten Verteidiger Griechenlands. Sein Name wurde im Griechischen so verhasst, dass Ephials bis heute das Wort für Albtraum ist. Es ist der Verrat, an dem sich alle anderen messen müssen. Der Archetyp des Dolchstoßes. Rom, 44 vor Christus. Gaius Julius Caesar ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Zum Diktator auf Lebenszeit ernannt, fürchten viele, dass er die Republik abschaffen und sich zum König krönen wird. Unter ihnen ist Marcus Junius Brutus. Das macht diesen Verrat so tief und tragisch. Brutus war nicht Caesars Feind. Er war sein Schützling, fast wie ein Sohn. Caesar vertraute ihm bedingungslos. Doch Brutus war hin und her gerissen. Er liebte Caesar den Mann, aber er fürchtete Caesar den Tyrannen. Überzeugt von anderen Senatoren traf Brutus eine schicksalhafte Entscheidung. Caesar musste sterben, damit die Republik leben konnte. An den Iden des März, dem 15. März, schnappte die Falle zu. Als Caesar das Senatsgebäude betrat, umringten ihn die Verschwörer. Sie zogen ihre Dolche und stachen auf ihn ein. Caesar wehrte sich zunächst, doch dann sah er Brutus unter den Angreifern. Die berühmten Worte "Et tu, Brute", auch du, Brutus, fassen die Tiefe des Verrats zusammen. Es war nicht die Klinge, die ihn tötete,
sondern der emotionale Schock des ultimativen Verrats durch einen geliebten Menschen. Brutus glaubte, er hätte Rom gerettet. Aber er hatte sich fatal geirrt. Caesars Anmordung stürzte Rom nicht in die Freiheit, sondern in einen blutigen Bürgerkrieg, an dessen Ende die Republik endgültig starb und das Kaiserreich geboren wurde. Der ultimative persönliche und politische Verrat der Antike. Ob aus Gier, Egoismus oder fehlgeleitetem Idealismus, diese Verräter zeigen, wie fragil Macht und Vertrauen wirklich sind. Aber was denkt ihr? War Brutus ein Held oder der schlimmste Verräter von allen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Das hilft dem Kanal enorm. Und abonniert für mehr epische Geschichte. Bis zum nächsten Mal.